Du verdienst Geld. Du zahlst deine Rechnungen. Und trotzdem ist am Monatsende dieses Gefühl da. Eigentlich müsste doch mehr übrig bleiben. Nicht Panik, nicht Drama, aber auch keine Ruhe. Und dann kommt dieser Gedanke. Ich sollte mich besser um meine Finanzen kümmern. Und dann tust du's nicht. Nicht, weil du faul bist, nicht, weil du unfähig bist, sondern weil Geld für viele Menschen kein reines Zahlenproblem ist, sondern ein Kopfproblem. Und bevor wir starten, einmal ganz wichtig, damit hier niemand innerlich zusammenzuckt. Wenn du weniger verdienst, als du zum Leben brauchst, dann ist das frustrierend. Punkt. Da hilft kein Dreh den Euro zweimal um und auch kein Du musst nur wollen. Dann geht es nicht um Schuld, sondern um Schadensbegrenzung, Prioritäten, Entlastung und Lösungen, die wirklich machbar sind. Heute geht es also nicht um Reichwerden über Nacht, sondern um etwas viel Wertvolleres. Wieder Überblick, Ruhe und Kontrolle bekommen. Kapitel 1: Das falsche Bild von Reichsein. Wenn wir reich hören, denken wir an Luxus, Freiheit, Sicherheit. Aber die Wahrheit ist, viele Menschen verdienen genug und fühlen sich trotzdem ständig unsicher. Warum? Weil Reichtum nicht beim Einkommen beginnt, sondern bei Klarheit. So wie Ordnung in der Wohnung nicht damit beginnt, mehr Schränke zu kaufen, sondern zu wissen, was wohin gehört. Du kannst die schönste Kommode der Welt haben. Wenn alles irgendwohin darf, sieht's trotzdem aus wie nach einem Kindergeburtstag mit Konfetti-Explosion. Und genau so ist es oft mit Geld. Wenn es keinen festen Platz bekommt, verschwindet es. Kapitel 2: Warum Geld bei uns einfach verschwindet. Erstens: Geld wird emotional ausgegeben. Nicht geplant, nicht bewusst, sondern als Belohnung, Trost, Erleichterung. Nach einem anstrengenden Tag, nach einer stressigen Woche. Oder einfach, weil man sich für einen Moment etwas Gutes tun will. Unser Gehirn liebt schnelle Erleichterung und Geld ist ein sehr schneller Hebel dafür. Zweitens: Viele kleine Beträge sind unsichtbar. Abos, Kleinkäufe, Lieferdienste. Dieses „Ach, das kostet ja nicht viel." Und das Gemeine ist, du siehst es nicht sofort, aber dein Konto bemerkt es wie ein strenger Buchhalter mit Adleraugen. Und heute ist Bezahlen oft so leicht, dass dein Gehirn kaum mitbekommt, dass du gerade Geld loslässt. Ein Klick, ein Wisch, fertig. Das fühlt sich nicht an wie bezahlt, das fühlt sich an wie ich hab's mir nur angeschaut. Drittens: Und jetzt der fiese Punkt. Scham und dann Vermeidung. Viele Menschen denken, ich bin schlecht mit Geld. Andere kriegen das doch auch hin. Und Scham führt dazu, dass wir nicht hinschauen. Nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil es sich unangenehm anfühlt. Und hier kommt der Satz, der in vielen Wohnzimmern plötzlich sehr laut nickt. Dein Gehirn schützt dich vor Stress, indem es die Banking-App wie einen Horrorfilm behandelt. So nach dem Motto, ich guck da jetzt nicht rein. Ich will heute Nacht noch schlafen. Kapitel 3: Warum Bezahlen manchmal zu leicht ist. Es gibt einen ganz simplen Effekt. Je weniger du das Bezahlen spürst, desto leichter gibst du Geld aus. Früher, Bargeld weg, Geldbeutel leichter. Du hast es gemerkt. Heute, Klick, fertig. Und dein Gehirn sagt, war doch gar nichts. Und dann wundern wir uns am Monatsende, warum der Kontostand klingt wie Überraschung, ich bin weg. Das ist keine Dummheit. Das ist menschlich. Und genau deshalb brauchst du nicht mehr Disziplin. Du brauchst mehr Sichtbarkeit und mehr Reibung an den richtigen Stellen. Reibung klingt unsexy, ist aber genial. So wie eine Kindersicherung. Nur für Impulskäufe. Kapitel 4: Geldproblem ist nicht nur ein Zahlenproblem, aber manchmal eben doch. Jetzt der Perspektivwechsel mit Fairness. Ein Geldproblem ist oft ein Entscheidungs- und Überblicksthema. Keine klaren Regeln, keine Prioritäten, zu wenig Sichtbarkeit. Aber manchmal ist es auch ein echtes Zahlenproblem. Miete, Energie, Lebensmittel, Kinderkosten, alles teurer. Und dein Einkommen sagt, ich kann leider nicht mitwachsen. Wenn das bei dir so ist, dann ist die Aufgabe nicht perfekt sparen, sondern klug sortieren, Druck rausnehmen, Schäden begrenzen und Schritt für Schritt wieder handlungsfähig werden. Und jetzt passiert etwas sehr Menschliches. Wir denken, ich muss sparen. Und unser Gehirn übersetzt, ich darf nie wieder Spaß haben. Kein Wunder, dass dieser Sparmodus nicht lange hält.
Lass uns also kurz anschauen, warum Sparen allein so oft scheitert. Kapitel 5: Warum Sparen allein nicht reicht. Viele sagen dann, ich muss einfach mehr sparen. Aber Sparen ohne Klarheit fühlt sich an wie Verzicht, Druck, Frust. Denn Sparen ohne Ziel ist nur Wegnehmen. Und unser Gehirn hasst Wegnehmen, vor allem wenn es keinen Grund erkennt. Wenn du nicht weißt, wofür du sparst, warum du verzichtest und was dir wichtig ist, dann hältst du es nicht durch. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil dein Gehirn keinen Anker hat. Und dann passiert Folgendes. Du hältst durch bis Mittwoch und am Donnerstag belohnst du dich dafür, dass du durchgehalten hast. Das ist wie, du machst Diät und feierst es mit Kuchen. Sehr menschlich, sehr logisch. Und leider teuer. Kapitel 6: Was reich denken wirklich heißt. Reich denken heißt nicht, nie etwas kaufen, sich alles verkneifen, ständig rechnen. Reich denken heißt, bewusst entscheiden. Zu wissen, was ist mir wichtig? Wofür gebe ich gern Geld aus, ohne schlechtes Gefühl? Und wo rutscht es mir einfach weg? Reichtum beginnt mit Überblick, nicht mit Verzicht. Und jetzt kommt der Teil, der wirklich hilft. Kapitel 7: Ein einfaches System, das funktioniert, ohne Finanzstudium. Ich gebe dir ein System, das viele sofort verstehen, weil es sich wie Ordnung schaffen anfühlt. Das Topfsystem auch ohne Bargeld. Du gibst deinem Geld Plätze. Zum Beispiel Fixkosten, Miete, Strom, Versicherungen, Alltag, Lebensmittel, Drogerie, Tanken, Spaß, Kaffee, Ausgehen, kleine Wünsche, Rücklagen, für das Leben passiert, Zukunft, auch wenn es nur wenig ist. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Was keinen Platz hat, verschwindet. Was einen Platz hat, bleibt sichtbar. Und nein, das ist kein Kontrollzwang. Das ist Selbstrespekt. Und es ist vor allem eine Entlastung. Du musst nicht jedes Mal neu diskutieren, ob du dir etwas erlauben darfst. Du schaust in den Topf. Der Topf sagt ja oder nicht heute. Kapitel 8: Die planbaren Überraschungen. Der Rücklagentrick. Viele Menschen denken, ihre Probleme wären Kleinigkeiten, aber oft sind es diese Sätze: Das Auto muss in die Werkstatt. Die Waschmaschine hat beschlossen, heute nicht mehr zu leben. Die Klassenfahrt des Kindes. Jedes Jahr wieder, Geburtstag. Die neue Brille. Und die Zähne kommen auch noch. Und das fühlt sich immer an wie ein Überfall. Dabei sind viele dieser Dinge nicht überraschend, sie kommen nur nicht geplant. Deshalb ist ein Rücklagentopf so mächtig. Nicht, weil du plötzlich reich bist, sondern weil du nicht mehr jedes Mal innerlich umkippst. Du kannst sogar mehrere kleine Rücklagentöpfe machen. Auto, Haushalt, Kinder, Geschenke. Rücklagen sind wie ein Airbag. Du hoffst, du brauchst ihn nicht, aber wenn's kracht, bist du froh, dass er da ist. Und wenn du jetzt denkst, okay, klingt gut, aber wie fange ich an? Dann kommen jetzt 3 Schritte, die wirklich machbar sind. Kapitel 9: 3 machbare Schritte zu mehr Klarheit. Schritt 1: Sichtbarkeit. Aber bitte freundlich. Mach es dir leicht. Nicht 30 Tage perfekt, sondern erst mal 7 Tage ehrlich. Alles notieren. Ohne Bewertung. Ohne ich dürfte nicht. Nur hinschauen. Du würdest ja auch keinen Schrank aufräumen, indem du sagst, ich will nur wissen, wie es aussieht, aber aufmachen möchte ich ihn nicht. Schritt 2: Kategorien. Damit das Geld nicht verdampft. Mach dir 4 bis 5 Kategorien, die zu deinem Leben passen. Nicht zu Instagram. Wenn du Kinder hast, brauchst du andere Töpfe als jemand, der alleine lebt. Wenn du ein Auto hast, auch. Das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist, ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Schritt 3: Eine Regel, die dich vor Spontankäufen rettet. Eine Regel, die sich gut anfühlt. Nicht wie Strafe, zum Beispiel, ich schlafe eine Nacht drüber. Kaufe ich das für mein Leben oder für meine Stimmung? Passt das zu dem Leben, das ich mir wünsche? Oder mein Favorit, weil er so herrlich ehrlich ist. Ich habe Geld gespart, indem ich einfach den Warenkorb geschlossen habe. Das ist wie Diät, durch einfach die Kühlschranktür wieder schließen. Kapitel 10: Mini-Trick gegen Impulskäufe, Wenn-Dann-Sätze. Das ist simpel und funktioniert, weil es dein Gehirn entlastet. Wenn ich abends müde bin und shoppen will, dann lege ich es nur auf eine Wunschliste und entscheide morgen.
Wenn ich gestresst bin und Belohnung brauche, dann gönne ich mir etwas Kleines, das nicht mein Konto zerlegt. Tee, Bad, Spaziergang, Serie, irgendwas, das wirklich beruhigt. Wenn ich etwas Teures will, dann rede ich einmal laut darüber. Kaufe ich gerade Freude oder nur Ruhe? Das ist keine Moral, das ist Psychologie. Kapitel 11: Geld und Ordnung. Die Parallele. Geld aufräumen funktioniert wie Wohnung aufräumen, nicht alles auf einmal. Nicht perfekt, aber Schritt für Schritt. Erst sehen, dann sortieren, dann entscheiden. Und plötzlich fühlt sich dein Leben ein bisschen ruhiger an. Nicht, weil du plötzlich reich bist, sondern weil du wieder das Gefühl hast, ich steuere und nicht ich werde gesteuert. Fazit. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht alles sofort ändern. Ein bewusster Blick reicht für den Anfang. Und wenn du gerade in einer Phase bist, in der das Geld objektiv knapp ist, dann ist das kein persönliches Versagen. Dann bist du in einer Realität, die viel von dir fordert. Und gerade dann ist Klarheit kein Luxus, sondern Selbstschutz. Reich sein heißt nicht viel zu haben. Reich sein heißt keine Angst mehr vor dem Hinschauen zu haben. Und zu wissen, ich kann kleine Dinge tun, die mir wieder Luft geben. Wenn dich dein Geld gerade mehr stresst als unterstützt, dann ist das kein Zeichen, dass mit dir etwas nicht stimmt. Vielleicht ist es einfach ein Zeichen, dass jetzt ein guter Moment ist, bewusster hinzuschauen. Wenn du magst, schreib mir in die Kommentare, was ist bei dir der größte Geldverschwindet-Trick? Abos? Spontankäufe? Oder diese nur mal kurz Bestellungen? Danke, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gern ein Like da und abonniere Sentivita.